In den Niederlanden leben die größten Menschen der Welt. Nicht jeder Mann und jede Frau ist ein Riese, aber die durchschnittliche Größe von Männern und Frauen beträgt unglaubliche 177 cm. Das sind 16 mehr als in Indien und 4 cm mehr als in Deutschland. Weltbekannt und kreativ sind die Niederländerinnen und Niederländer, wenn es um die Herstellung von Käse geht. Der Käse mit dem Namen Gouda wird in die ganze Welt exportiert. Er wird oft als der drittbeliebteste Käse der Welt bezeichnet, gleich hinter Mozzarella und Cheddar-Käse. Auch die Niederländer selber essen jährlich deutlich über 20 Kilogramm Käse pro Jahr und Kopf. Ein weiterer Exportschlager ist Bier. Die weltweit zweitgrößte Brauerei ist in den Niederlanden beheimatet. Es ist Heineken. Der Nettoumsatz von Heineken betrug im vergangenen Jahr über 30 Milliarden Euro. Im Vergleich zum größten deutschen Bierkonzern ist dies rund dreimal so viel. Heineken verkauft seine Artikel in über 190 Ländern und beschäftigt weltweit über 90.000 Mitarbeiter. Noch wartet die ganze Niederlande auf einen Weltmeistertitel im Fußball. Bereits dreimal war man ganz nahe dran und scheiterte 1974, 78 und 2010 erst im Endspiel. Auch die Frauen kamen 2019 ins Finale, verloren da aber gegen die USA. Die Europameistertitel in Deutschland im Jahr 1988 bei den Männern und der EM-Titel bei den Frauen im Jahr 2017 sind aber bereits sehr große Erfolge. Johan Cruijff, Ruud Gullit, Marco van Basten. Das waren alles Weltstars, um nur einige der Fußballkünstler aus der Niederlande zu nennen. Bekannt ist die Niederlande auch für ihre Architektur. Ein wunderbares Beispiel dafür ist Rotterdam. Im Zweiten Weltkrieg wurde Rotterdam quasi niedergebombt. Das war damals natürlich tragisch, bot den Architekten aber auch die Möglichkeit, ein modernes Rotterdam zu erbauen. Ein Beispiel dafür ist die Markthalle, mit den unzähligen Foodständen und Restaurants. Es überrascht nicht, dass die Markthalle auch die Sixtinische Kapelle von Rotterdam genannt wird. Die Niederlande liegt am Meer. Die Einwohner brauchen diese ideale Ausgangslage seit vielen Jahrhunderten zur Nutzung von Windenergie. Heute gibt es im ganzen Land verteilt große Windparks. Auch draußen im Meer gibt es verschiedenste Offshore-Windanlagen. Die holländischen Windmühlen waren wichtig in der Geschichte des Landes. Sie dienten als Säge- und Mahlwerk und stehen am Anfang der wohl einmaligen Landgewinnung zur Entwässerung von Landflächen, die unter dem Meeresspiegel liegen. Die Niederlande hat mit der Trockenlegung von Feuchtgebieten so viel Landfläche dazu gewonnen, wie wohl kein anderes Land Europas. Daher kommt auch der bekannte Satz: Gott erschuf die Welt. Aber die Holländer schufen die Niederlande. Die höchste klassische Windmühle ist 43 Meter hoch. Im Vergleich zur höchsten Windkraftanlage des Landes ist sie jedoch winzig klein. Das hier ist der Größenvergleich. Imposant, nicht wahr? Im 17. Jahrhundert waren die Niederlande eine bedeutende Seefahrernation. Sie dominierten dabei den Welthandel über die Meere. Es war jedoch auch eine Zeit voller Unterdrückung und Gewalt. Ein Großteil des finanziellen und kulturellen Reichtums der Niederlande basierte dabei auf Krieg und Sklaverei. Das ist die etwas dunkle Seite der niederländischen Geschichte. Das heute viertbevölkerungsreichste Land der Erde, Indonesien, wurde erst 1949 von den Niederlanden als unabhängig anerkannt. Heute sind die Beziehungen im Allgemeinen gut und es gibt zahlreiche bilaterale Abkommen in den Bereichen Handel, Bildung, Kultur und Entwicklungshilfe. Auch heute noch ist die Niederlande ein wichtiger Akteur im internationalen Handel. Der Hafen von Rotterdam ist der größte und bedeutendste Hafen von Europa. Er ist unglaubliche 40 Kilometer lang und pro Jahr werden rund 439 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Das entspricht in etwa 180 Mal der gesamten Elefantenpopulation der Erde. Tulpen werden automatisch mit der Niederlande in Verbindung gebracht. Die Niederlande ist bei Blumen und Pflanzen der weltweit größte Exporteur. Ganz schön verrückt für ein Land mit einer solch kleinen Fläche. Ab 1630 stiegen die Preise für Tulpenzwiebeln an. Die seltensten Tulpenzüchtungen waren sehr begehrt und galten als luxuriös. 7 Jahre später wurden dann komplett übertriebene Preise bezahlt. Überall gab es Tulpenauktionen. Es begannen Spekulationen, was die Preise so weit hochtrieb, dass seltene Tulpenzwiebeln gleich viel wie ein Haus kosteten. Das konnte über eine längere Zeit natürlich nicht gut gehen. Und so platzte die Blase. Einige sicherten sich unglaubliche Gewinne und andere verloren alles. Die Wirtschaft der Niederlande brauchte einige Jahre, um sich zu erholen. In der nächsten Ausgabe über die Niederlande erzähle ich dir noch mehr über Van Gogh, moderne Tulpenzuchten, holländische Produkte und natürlich vom geschichtsträchtigen Amsterdam. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Danke und
Tot ziens.